Merci vielmals. Hello, my name is Diccon, and I'm your host this evening. So eine Begrüßung hören wir fast nie in Schweizer Restaurants und Hotels. Zum Glück. Aber für meiste Europäer ist diese Art wirklich zu freundlich, zu viel, zu amerikanisch. Aber in Amerika, das ist normal. Da bemerkt man es nur, wenn jemand nicht so freundlich ist wie das. Alles ist Vorname, alles ist freundlich. Diesen Sommer war ich 3 Monate unterwegs in Amerika. Ich habe 19 Bundesstaaten besucht, war in ungefähr 60 Hotels übernachtet und ich kann ehrlich sagen, nur in einem war der Service schlecht. Das ist wirklich ein Unterschied in Servicekultur zwischen da und hier. Für viele Touristen ist die wahre Bedeutung von Gastfreundschaft nur wenn der Freundschaftsteil genauso wichtig als der Gastteil ist. Natürlich in Amerika ist das manchmal ein bisschen übertrieben, manchmal. Ein Beispiel, in Jackson, Wyoming, im Juli, war ich mit meinem Freund in einem Supermarkt. Wir wollten nur ein Picknick kaufen. An jeder Kasse gab es eine kleine Warteschlange, kein Problem, aber sofort kam ein Mitarbeiter und er hat eine neue Kasse eröffnet. Und er sagte, I'd love to help you here. Natürlich gingen wir zu ihm und dann erlebten wir 10 Minuten wie kein anderer in einem Supermarkt. Hi, my name's Anthony, sagte er mit einem großen Lächeln. Where are you guys from? We're from Switzerland. Oh, that's awesome! How long are you here? We're here just for a week. Oh, that's awesome! Und so weiter und so fort. Er hörte nie auf. Jede von unseren Antworten war awesome! Zugleich machte er seinen Job. Alles scannen, alles verpacken. Genauso schnell und effizient wie hier in Coop oder Migros. Aber gesprächig und freundlich zugleich. Bei dem Ausgang haben wir eine Glocke gesehen und es gab ein Schild dabei. Ring the bell if you had good service. Natürlich haben wir das getan. Dingelingeling. Der Chef kam von seinem Büro raus und hat sofort gesagt, Who helped you really well today? Und ich habe nicht gelacht. Anthony, he was awesome. Dann steckte der Chef einen kleinen goldenen Stern neben Anthonys Name auf einer Wandtafel, genau in der Grundschule. Only in America, wirklich. Sobald wir draußen waren, haben wir angefangen zu lachen. Ich musste sagen zu meinem Freund, kannst du das vorstellen, dass in der Schweiz so passieren würde? Wir sind nur glücklich, wenn wir Grüezi am Anfang, einen schönen Tag noch am Schluss haben. Es war wirklich nett und freundlich, aber vielleicht ein bisschen zu viel. Wenn man das jedes Mal in Coop oder Migros erleben muss, bin ich sicher, dass Online-Shopping sofort beliebt in der Schweiz wäre. Nach diesem Moment mit Awesome Anthony dachte ich viel über die kulturellen Unterschiede, vor allem wenn es um Kundendienst geht. Es ist keine Frage von richtig oder falsch, aber es gibt sicher gute und schlechte Dienst. Es gibt sicher eine Linie zwischen freundlich und unfreundlich. Leider, nicht alle in der Schweiz sind auf die freundliche Hälfte. Aber zum Glück, die meisten sind in einer neutralen Zone, genau wie im Raumschiff Enterprise. Und das finde ich komisch. Theoretisch sollten die Schweizer die besten Kundendienste der Welt anbieten. Nicht nur wegen der Hotelschulen, sondern auch wegen der Vergangenheit. Der moderne Tourismus war hier in der Schweiz am Anfang. Und es begann mit
Natürlich einem Engländer. Deshalb bin ich hier. Im Juni 1863 kam ein Mann mit einer Gruppe von englischen Besuchern hier in der Schweiz. Er war Thomas Cook. Er war wirklich ein Mann, nicht nur ein Reiseagentbüro. Und das war der erste Pauschalreise überhaupt. Diese Fahrt hat die Welt des Reisen beendet. Diese Tour war der Startschuss von Massentourismus, das wir heute kennen. Und diese Reise schuf die moderne Schweiz. Das war überhaupt keine Luxusreise. Jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen, 18 Stunden lang unterwegs, oft zu Fuß. Einfache Hotels ohne WC und fast keine Züge. Das ist eine andere Schweiz. Es war ein echtes Abenteuer, besonders für die Damen. Sie hatten ihre großen Kleider mit Krinolin und schweren Rock. Ich habe die gleiche Reise vor 3 Jahren gemacht, ohne Krinolin, ohne Rock, ich muss sagen. Aber auch in diesen Kleidern haben diese Frauen über den Gletschern in den Bergen gewandert. Es war wirklich ein Adventure. Diese Reise war auch ein Experiment. Thomas Cook war nie vorher in die Schweiz. Er war ein ziemlich schlechter Tourguide. Er hatte keine Ahnung, wohin sie gehen, wo sie übernachten, was alles kostet oder wie sie sich herumreisen. Es war wirklich a step in the dark. Er hoffte nur, dass die Briten für die Landschaft der Schweiz kommen würden. Und er hatte recht. Die Schweizer Landschaft war schon sehr bekannt durch Romantiker wie Byron oder Wordsworth oder Turner. Turner war berühmt für seine Bilder von Righi. Aber was sonst würden diese ersten Touristen hier in der Schweiz gefunden haben? Wie war die Schweiz vor 150 Jahren? Vor allem war es arm. Eines der ärmsten Länder Europas, wo die Menschen von der Landwirtschaft lebten und im Alter von 40 starben. Halb so alt wie heute. Und die ärmsten Teile dieses armen Landes waren genau diese Gebiete, die Touristen sehen wollten. Wallis, Vierwaldstättersee, Berner Oberland. Überall haben diese Touristen Bettler getroffen. Eine Frau war dabei und sie hat alles in ihrem Tagebuch geschrieben. Miss Jemima. We landed at Bewes, and if each man and mule keeper who attacked us had been a wasp, and each word a sting, Bewes possessed our bodies. We were literally infested by, dogged and danced around by these devils. Nach diesen Wespen traf sie auch Scheusale mit Kropf und Parasiten. Another band of parasites would feed upon us, or rather they would feed us, as they dangled bunches of cherries in our face with the cry of "Vin centime, 20 centime." These cherry vendors regarded us as their prey. Es klingt fast wie Indien für uns heute. Und der Reiseführer von dieser Zeit, Murray Handbook, das war der Lonely Planet von dieser Zeit, hat auch ein bisschen Rat für die Touristen. Any small coin is sufficient for the legions of beggars besetting your way. Make sure of never leaving a Swiss hotel without a supply of small coins. Das für uns klingt wirklich komisch, dass so viele arme Leute hier in der Schweiz waren. Aber er sagt auch etwas ganz klar über den Schweizern selber. The Swiss, with whom the traveller comes into contact, especially the German part of the Swiss, are often sullen, obstinate and disagreeable, and the traveller is annoyed by the constant begging of the women and the children, even in the remote areas. Also sullen, obstinate, disagreeable bedeuten düster, halsstarrig und unliebenswürdig.
oder sozusagen schlimm, schlechter und schlechter. Insbesondere in der Deutschschweiz, er hat geschrieben. Und was war mit der Hotelbesitzer in dieser Zeit? Marienhamburg war auch sehr klar. Swiss inns have the reputation of being expensive and the innkeepers of being extortionate. It is often supposed, and correctly, that there are two prices, one for the locals or German speakers and one for the English. On the principle that the English have longer purses and are more difficult to serve. Englische Brieftaschen heute sind nicht mehr so dick oder so voll. Und ich hoffe, dass wir Engländer nicht so anstrengend sind. Trotz dieser Nachteile kamen die Briten zu Tausenden nach Thomas Cook. Mit der Schweiz ist Thomas Cook ein erfolgreiches Unternehmen geworden, ein globales Reisebüro. Mit Thomas Cook wurde die Schweiz ein erfolgreiches Land. Es war eine perfekte Beziehung für beide Seiten. Und heute müssen wir nicht so weit blicken, um die große Wirkung des Tourismus auf die Schweiz zu sehen. Ich meine nicht diese schönen Parkhotels, obwohl das ein großartiges Beispiel von einem Grand Hotel in Belle Epoque ist. Nein, ich spreche von der Rigi-Bahn. Vierwaldstättersee und Rigi waren the two must-dos für jede Engländer, die hier in der Schweiz kam. Thomas Cook hat selber geschrieben, to miss Rigi would be like going to Rome and not see the Colosseum, or going to Naples and not seeing Pompeii. Es war so wichtig für die Engländer. Und für jeden damaligen Tourist war der Sonnenaufgang von Rigi der echte Highlight einer Schweizer Reise. Dieser Platz, wo wir heute sind, Vierwaldstättersee, Rigi, das ist der Geburtsort des Tourismus in der Schweiz. Immer mehr Touristen kamen. Viele von ihnen sind zu Fuß gegangen. Queen Victoria, natürlich, konnte nicht laufen, sie war Königin. Sie wurde in einer Sänfte getragen, oben und unten. Aber viele Engländer waren entweder zu faul zu laufen oder nicht weit genug, in eine Sänfte zu gehen. So haben die Schweizer die erste Bergbahn Europas gebaut, hier der Rigi-Bahn, um alle diese faulen Engländer oben und natürlich wieder unten zu tragen. Er war ein sofortiger Erfolg. Warteschlangen von bis zu 5 Stunden hier in Witznau. Unglaublich. Aber in Bewes war es eine andere Geschichte. Das Dorf da hätte die Chance gehabt, die Talstation dieser Wunderwerk zu werden, aber aus Furcht von den Folgen für die Pferdeführer, Sänfteträger und alle die anderen wurde das Angebot ausgeschlagen. Zu viel Wettbewerb ist keine gute Sache, haben sie gesagt. Aber sie haben alles verloren. Der Talbahnhof wurde hier in Witznau errichtet und ohne diesen Sauerstoff von Touristen starb Bewes ganz langsam. Ein Einheimischer hat diese geschrieben, ein paar Jahre später. Wieder am Heimatort, in dem verlassenen, fast sterbenden Bewes, verlassen von fremdem Verkehr, verschwundener Regitourismus, die kaum erwachte Hotellerie in den Todeskampf. Eine trostlose Verdienstmöglichkeit. Der Gemeinderat hat das ein bisschen prägnanter gesagt. Seit die Rigi-Bahn in Betrieb ist der Tourismus zwischen Bewes und Rigi zum Stillstand gekommen. Bewes war tot. Aber Rigi boomte dank der Bahn. Als Josef Bürgi 1816 das erste Gasthaus oben am Gipfel eröffnet hat, gab es gerade 6 Betten. Bei der Eröffnung der Rigi-Bahn 1871 gab es 330 Betten. Aber 1890 zusammen in alle die Rigi-Hotels gab es 2000 Betten. Und sie waren jede Nacht im Sommer voll.
Und viele Gäste waren 3 Wochen lang da. Unthinkable today. Der See hat auch profitiert. 1913 hatten insgesamt 2, Millionen Passagiere auf Dampfschiffe der Vielfachstädte See überquert. Genauso viel wie heute. Zum Glück war es nicht nur Geschäft. Tausende kamen für frische Luft, sauberes Wasser, Schweizer Traditionen. Aber nicht alle von ihnen haben diese Traditionen genossen. Mark Twain. The yodeling continued and was very pleasant and inspiring. Now the yodeler appeared, a shepherd boy of 16. In our gladness and our gratitude, we gave him a franc to yodel again. So he yodeled, and we listened. We moved on, and he generously yodeled us out of sight. After 15 minutes, we came across another boy who was yodeling, and we gave him half a franc to carry on. He yodeled us out of sight. After that, we found a yodeler every 10 minutes. We gave the first one 8 cents, the second one 6 cents, the third one 4 cents, the fourth one 1 penny. Contributed nothing to numbers 5, 6 and 7. And for the rest of the day, we hired the other yodelers at 1 franc each, not to yodel at all. There is somewhat too much of this yodeling in Switzerland. Aber die Schweiz selbst war die große Attraktion, die Landschaft und nicht die Leute. Das war der Grund für die Engländer herzukommen. Kundendienst war nicht so wichtig, aber natürlich gab es Reiseführer mit Hotelempfehlungen. Zum Beispiel in Art The Schwarze Adler, Good Hotel, Bad Smells. Nicht genau eine tolle Empfehlung. Aber Sie müssen erinnern, dass damals viele Hotels nur ein Badezimmer für alle die Leute hatten. Als die Briten über diese schlechte Einrichtungen sich beschwerten, begonnen die Hotels Installationen von Water Closets oder WC. Und das benutzen wir noch immer, WC, aber das kommt unter Englisch, Water Closet. Und in dieser Zeit gab es keinen TripAdvisor, kein Twitter. Hauptsache war die Landschaft und das Panorama. Aber heute ist alles etwas anders. The reviews are as important as the views. Also, was für ein Bild hat die Schweiz heute? Letzte Woche habe ich ein kleines Experiment auf meiner Facebook-Seite gemacht. Switzerland in one word. Über 120 Antworten. Fast die Hälfte hat etwas mit der Landschaft zu tun, natürlich. Beautiful, mountains, snow, wunderschön, amazing, awesome. Das war vielleicht Anthony. Dann 20% Home, Heimat, Family, Motherland oder nur einfach Switzerland. Noch 20% waren allgemeine. Rich, expensive, peaceful, neutral, organized, efficient. Und letztlich eine ganze Reihe von negativen Worten. Vielleicht über das Volk und nicht nur das Land. Stubborn, boring, rigid, two-faced, controlling. Nicht so schön. Was interessant war, gab es gar keine positive Emotionen. Nichts von friendly, welcoming, happy, fun. Gar nichts. Ich glaube, dass die Schweizer besser machen können. Wir müssen nicht Awesome Anthony sein. Aber weder können wir nicht unfriendly Ursula sein. Diese effiziente Frau, die nie in Smile School war. Wir können aus der Vergangenheit etwas lernen. Change is not scary. Die Vermeidung von Veränderungen kann manchmal eine schlechte Idee sein. Bewes hat das geschaut. Die Schweiz hat einmal fast alles verändert.
als sie den Tourismus umarmte. Sie war das Aschenputtel Europas. Und wir Engländer, wir waren die gute Fee. We helped Switzerland go from rags to riches. Die Briten haben damals große Erwartungen, aber die Schweizer haben sie alle erfüllt. Heute sind die Erwartungen vielleicht ein bisschen größer und vielleicht die Schweiz muss wieder ändern. Diesmal kulturell, nicht nur strukturell. Die Deutschen sind effizient, die Österreicher sind billiger, die Italiener sind freundlicher, die Franzosen, über Franzosen sprechen wir nicht. Der Tourismus in der Schweiz hat Konkurrenz in jede Richtung und muss reagieren, wenn er noch gedeihen möchte. Tourismus ist das Herz der heutigen Schweiz. Noch immer. Ein kleines Experiment. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich eine andere Schweiz. Eine Schweiz ohne Bergbahnen. Eine Schweiz ohne Grand Hotels. Eine Schweiz ohne Geld. Diese Schweiz wäre die Realität ohne Tourismus gewesen. Über die letzten 200 Jahre haben Millionen die Schweiz besucht. Und ohne diese Millionen von Besuchen könnte die Schweiz statt ein Entdeckungsland noch immer ein Entwicklungsland sein. Der heutige Tourismus ist nicht nur Bahnen in den Bergen oder Wi-Fi in Hotels. Sie sind beide wichtig. Es ist ein ganzes Erlebnis. Das bedeutet, dass wir, Sie, müssen manchmal außerhalb von unserer Komfortzone gehen müssen. Vielleicht wir können etwas, nur ein bisschen, von Awesome Anthony lernen. Don't be afraid, be friendly. Merci vielmals.